Dieser Wind, Salz auf der Haut. Handwerkskunst, Klettern, Berge und das alles mit Meerblick und inmitten von zartem Grün. So habe ich Samos bisher erlebt. Ich bin gespannt, was die Insel noch so für Überraschungen bereithält. Let's go! So meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist Tag Nummer 2 auf Samos und wie ihr seht, sind wir hier schon wieder auf einem weiteren Highlight in den Kajaks. Und wie wir hier gelandet sind, das erfährt ihr jetzt. Gestern hat uns Gorko seinen Freund José empfohlen. Der Spanier und Weltenbummler hat Samos vor Jahren zu seiner Heimat gemacht. Heute nimmt er uns mit auf seine Kajaktour und zeigt uns, was es auf dem Meer zu entdecken gibt. Die Drybags sind gepackt, die Kajaks werden vorbereitet und wir gehen jetzt gleich raus auf die Ägäis. Ich freue mich. Aber erstmal Boote vorbereiten, Einweisung und ein paar Trockenübungen. Okay. Hands like I'm doing now. Das sollte gehen. This high. So, die letzten Anweisungen bekommen und jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht nass werden. Yep. So, es kann losgehen. Nach einer kurzen Eingewöhnung im Kajak läuft es richtig gut. Die Strömung hilft ein bisschen mit, ne? Jetzt noch. Wir gehen in Richtung Caves. Schauen mal, was wir da alles so finden, wenn ich vorankomme. Let's go! Wir haben Rückenwind, die Sonne scheint und das Wetter ist einfach perfekt. Jetzt geht's erstmal ganz weit nach vorne, da um die Kurve drumherum, bis wir bei den Caves angekommen sind. Jetzt geht's los Richtung Höhlen und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Was denkt ihr, was in dieser Höhle drin ist? Und rein in die Höhle. Oh mein Gott. Ein cooler Spot für eine kleine Pause und um mal kurz der Sonne zu entkommen. Es ist einfach wunderschön, das kristallklare Wasser. Das macht auf jeden Fall Bock nach mehr. Oh, jetzt kommt der Gegenwind. Jetzt wird es schwerer. Klar, wenn man erst Rückenwind hatte, gibt es den Rückweg natürlich mit Gegenwind. Aber egal, wir bleiben dran, immer schön sportlich. Einfach mal entspannen, einfach mal genießen. Das Wasser ist so schön, es ist so klar. Da könnt ihr auch direkt mal schnorcheln gehen. Und auch hier wieder, die Landschaft ist einfach der Hammer. Wenn ihr auch Bock habt, auf Samos mit dem Kajak unterwegs zu sein, dann checkt auf jeden Fall José aus. Das lohnt sich. Unter uns fällt das Meer an manchen Stellen über 150 Meter in die Tiefe. Und das Paddeln, ganz ehrlich, besser kann man den Vormittag nicht nutzen. War anstrengend, aber hat richtig Bock gemacht. Thank you so much. Thank you, José. Thank you. Samos hat mich bisher ganz schön gefordert. Sportlich auf jeden Fall. Jetzt ist mal Zeit für eine kurze Pause und ein bisschen Kultur. Wir sind zurück in Pythagoreon und laufen rauf zum Kloster Spiliani. Boah, ja, der Weg zum Kloster wird, wie versprochen, ein bisschen anstrengend. Aber ist auch gut so, so soll es sein. Man hat ja eine tolle Aussicht, wie ich erfahren habe. Dann nimmt man das natürlich auf sich. Eins muss man auf jeden Fall können, wenn man Auto fahren möchte, hier in diesen Straßen, das ist nicht ganz ohne. Also wirklich durch die Gassen, Achtung, da kommt jetzt gerade einer rückwärts. Es ist sehr, sehr schwer hier durchzukommen. Und gerade, guckt euch das mal an, wenn man hier entlang fährt, hier musst du anfahren können. Hier musst du definitiv anfahren können. Ich bin das ja von den Schweizer Alpen gewohnt, aber ist nicht ohne. Man sollte schon fit sein. Wenn du hier nicht fit bist, wirst du spätestens nach so einem Tag. Wow. Es wird immer wie besser. Die Aussicht wird immer wie extremer. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht ganz oben angekommen, deswegen müssen wir weiter. Nur ist jetzt die Frage, ob wir hier hoch müssen, aber nee. Ich würde sagen, hier entlang. Let's go. Wir haben es gleich geschafft. Almost made it. Guckt euch das an. Man sieht auf den Flughafen, wo übrigens die Edelweiss den ganzen Sommer hinfliegt. Also das ist der Airport. Hier landet ihr. Und dann hat man diese Area. Man sieht auf die Burg, auf die Ruine. Man sieht über die Küste entlang. Und jetzt sind wir gleich oben angekommen. Die letzten paar Meter. Komm, das machen wir noch. Let's go. Komm, Jonas, komm. Komm. Ai.
Das Kloster Spiliani besteht aus einer kleinen Kirche und einer Höhlenkapelle mit einer Quelle, der eine heilende Wirkung nachgesagt wird. Laut Legende wurde hier eine wundertätige Marienikone gefunden und deswegen ist es heute ein bedeutender Wallfahrtsort und selbst davor galt der Platz schon als heilig. Diese Höhle war schon in der antike Zeit mit der Jungfrau Maria. Boah, ist ein bisschen rutschig. Achtung. Hört ihr die Tropfen? Man sagt, es ist die Heiligwirken. Deswegen kommen ganz viele aus diesem Grund hierher. Man spürt sofort, dieser Ort hat was ganz Besonderes. Hier oben in der Höhle kommt man richtig zur Ruhe. Das ist jetzt also dieser Ort, wo man sein Glück waschen kann. Man denkt immer, man hat so den Hotspot jetzt gefunden, den perfekten Ort, und dann kommt immer wieder einer aus dem Nichts. Guckt euch das mal an. Stell dir vor, hier oben einfach stundenlang zu sitzen, Kaffee zu trinken, über das Leben nachdenken. Ich bin echt froh, dass wir auch den Tipp bekommen haben, weil man muss einfach mit Locals auch sprechen. Man findet natürlich alles auf Google, aber ich finde, es hat immer noch so einen Charme, wenn man so Empfehlungen von Locals bekommt, die sich hier natürlich in- und auswendig auskennen auf der Insel. So, nach der Ruhe kommt die Abkühlung. Die Sonne hat uns heute ganz schön gegrillt. Zeit für die ultimative Erfrischung. Kyorgos hat gesagt, wenn es zu heiß wird, dann geh einfach in den Wasserfall. Ich freue mich sehr darauf, in erster Linie mein Team im kalten Wasser zu sehen und das ganze Spektakuläre drumherum natürlich. Also los, Erfrischung, wir kommen. Das ist ein kleiner Ableger von den Wasserfällen, die wir natürlich erreichen wollen. Ich sag mal so. 15 Grad. Ich glaube, wir sind angekommen. Wir sind in der Endstation. Man sieht, es führt hier kein Weg weiter, nur hier durch den Fluss. Und ich weiß schon, dass du die Treppe schon angeschaut hast. Denk gar nicht erst daran, dass du da durchgehst. Wir gehen hier durchs Wasser. Aber wenn ich das sehe, das ist doch so wunderschön. Wie kann man hier nicht durchgehen wollen? Also ernsthaft, jetzt guck mal, wie klar das Wasser ist. Der Dryback ist gepackt, die GoPro montiert. Ich würde sagen, wir sind nicht ready. So, hyped, Bock, Angriff. Ernsthaft, warum tun wir uns das an? Ohne Scheiß. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen durchziehen, okay? Oh nein, nein! Nein, warte! Rein in die Gumpen. Das Wasser kommt aus allen Richtungen. Eiskalt, aber mega. Man hört den Wasserfall von weit. Ja. Das könnte echt heftig werden. Der erste Wasserfall ist zwar nicht riesig, aber man muss schon ordentlich klettern. Zum Glück habe ich da inzwischen Erfahrungen gesammelt. Wie viel hier hoch? Wie sind wir hier gelandet? Das ist mit Abstand die beschissenste Idee, aber zugleich auch die geilste Idee, die ich jemals gemacht habe. Hammer! Man sieht, es ist nicht ungefährlich, okay? Das muss man sich bewusst sein, wenn man diesen Weg geht. Es ist definitiv nicht ungefährlich und herausfordernd. Aber einfach geil. Was für ein Tag. Das Kloster, die Wasserfälle, Kajaks. Samos hat echt geliefert. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel drin steckt. Eine Mega-Destination. Danke an Edelweiss. Du willst mehr davon? Dann abonniere den Kanal und verpasse kein weiteres Abenteuer.